Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu unserem neuen Video zum Golf 4 Cabriolet. Heute möchte ich euch zeigen, wie man die Bremsbeläge und Scheiben zusammen an der Vorderachse wechselt. Bevor wir das Fahrzeug aufbogen, lösen wir erstmal die Radschrauben. Da war wieder so ein Meister mit einem Schlagschrauber drauf mit 400 Newtonmeter und danach hat er zur Deko den Drehmomentschlüssel benutzt. Wenn sie alle lose sind, können wir weitermachen. Da wir auch die Scheiben wechseln, ist es jetzt, bevor wir aufbogen, günstig, schon die Halteschrauben vom Bremsschattel zu lösen. Die Schraube sitzt hier unten am Träger, hat eine 18er Schlüsselweite, also aufpassen, seltsam, im 19er ist sie gleich rund. Gerade lösen reicht auch wieder. Die gleiche Schraube gibt es oben nochmal. Um den Wagen aufzubogen, stellt ein Wagenheber am besten unter die Stelle. Die Ecken da drüben sind beim Golf 3 und das ist es ja technisch immer ein bisschen morsch. Also besser hier an dem Trägerpunkt. Und dann könnt ihr ihn hochbogen. Schön, wenn man praktisch einen Helfer für sowas hat. Ihr bockt ihn so lange hoch, bis das Rad gerade frei kommt. Noch ein bisschen. Jetzt müsst ihr den Wagen noch zusätzlich mit Holz sichern, so kann man nicht arbeiten. Oder ich habe mir hier so clevere Klötzchen gebastelt, mit denen man den Wagenheber sichert. Jetzt könnt ihr das Rad vollständig abmontieren. Wenn das mit dem linken Fuß oder dem rechten so ein bisschen unten gegenhält, fällt es euch nicht runter, während das ihr schraubt. Wenn dann die letzte draußen ist, steckt das Rad immer noch drauf, weil ich es mit dem Fuß halte. Jetzt nimmt das oben weg und wir haben das Rad. Für den reinen Belagwechsel müsste man jetzt die Schraube hier oben und die entsprechende unten aufmachen. Da ich aber die Scheiben und die Beläge wechsle, mache ich den ganzen Sattel weg. Dann kann man die sogar zulassen. Damit wir da ein bisschen mehr Platz haben, mache ich die da raus. So, jetzt können wir den Bremssattel entweder am Federbein aufhängen oder wir legen ihn auf eine Holzkiste der entsprechenden Höhe. Jetzt mache ich die untere Schraube, also die entsprechende zu der, schon mal komplett raus. Es geht es meistens etwas schwer, weil die immer ein bisschen rostig sind. Ich jetzt den ganzen Rost durch das Gewinde treiben muss. Die ist auch nicht ganz kurz, deswegen dauert das ein bisschen. Sieht die Schraube dann aus. Das gleiche mit der oberen Schraube. Normal ist der Sattel fest gebremst, also der fällt nicht von alleine runter. Ihr könnt aber mal schauen, ob er locker ist. Nee, geht. Jetzt habt ihr keine Chance, den Zylinder da drüber zu kriegen. Rutschen auf den Belägen tut er schon, weil hier steht ja der Grad der verbrauchten Scheiben. Das heißt, wir müssen jetzt den Zylinder ein bisschen zusammendrücken. Zum Zusammendrücken könnt ihr gerade eine Schraubzwinge nehmen und hier ansetzen. Dann kommt der frei, bisschen oben, bisschen warten. Sieht, die ganze Hydraulikflüssigkeit zurückläuft und dann unten nochmal ein bisschen zurückgeht. Bisschen warten, noch ein bisschen drücken. So, jetzt sollte der Sattel soweit frei sein, dass ich ihn abnehmen kann. Jetzt lässt er auf keinen Fall am Kabel hängen, sondern legt ihn ab oder hängt ihn auf. Die Bremsscheibe hat eine Sicherungsschraube, das ist ein Torx T30 und früher waren es Kreuzschlitz, da war es ganz schlimm, aber ich mache die Dinger immer noch mit dem Schlagschrauber lose. So ein Handschlagschrauber und ihr seht, das Ding ist lose, die Bremsscheibe ist auch komplett frei. Dann das Schräubchen raus und ihr könnt die Scheibe entnehmen. So, hier an diesen Einlaufrändern seht ihr, wie weit die Bremsscheibe schon abgenutzt ist, also die war fällig. Jetzt müsste man die Narbe reinigen, die sieht aber perfekt aus und fetten, da hat der Vorgänger so viel Fett hinterlassen, dass wir das auch nicht brauchen. Dann setzt ihr die neue Bremsscheibe so an, dass dieses Loch natürlich mit dem Loch für die kleine Schraube fluchtet. Dann könnt ihr die Schraube gleich reinmachen. Dann zieht ihr die Schraube gefühlvoll fest.
Drehmoment ist nicht ganz so wichtig, das ist ja nur eine Halteschraube, die Bremsscheibe wird nachher im Betrieb von den Radschrauben gehalten. Seht ihr, dass der Belag absolut am Limit ist, 2 mm ist nämlich die Restdicke, wo er haben muss. Der hat noch 3, aber was soll's, hier müssen wir wechseln. Dann macht er die Belege einfach raus. Dann überprüfen wir, ob dieser Mechanismus noch geht. Also der muss jetzt hier freiläufig sein. Wunderbar. Da darf nichts gerissen sein, sonst müsste man diese Manschetten tauschen. Ist alles in Ordnung. Und jetzt müssen wir die Führungsschienen für die Belege, also hier in dem Bereich, mit dem Schraubenzieher reinigen. Und den Rest können wir auch ein bisschen mit der Drahtbürste klar machen. So, hier auf den Führungsschienen, da drin macht er mal schön sauber. Aber bei solchen Reinigungsaktionen immer aufpassen, dass er die Manschette nicht beschädigt. Sonst wird es eine größere Reparatur. Da unten die Führungsschienen, ganz wichtig. Für das Zurücksetzen des Kolbens nimmt er innen ein Stück weiches Holz. Das legt er hier auf den Kolben und dann geht es mit der Schraubzwinge einfach zurück. Wir müssen ihn vollständig zurücksetzen, da wir ja auch ganz neue Belege und neue Scheiben haben. So drückt er sich jetzt zurück. Während des Zurückdrückens müsst ihr immer schauen, ob hier noch genügend Platz ist. Also jetzt langt es gerade noch, aber es wird allmählich eng. Ihr seht, es hat gerade noch gelangt. Den Stand stellen wir nachher ein, wenn die Bremse angebremst ist. Wenn der Kolben vollständig zurückgefahren ist, können wir jetzt besser mit der Drahtbürste putzen, weil die Manschette ist jetzt auch ganz klein, aber ihr müsst immer noch aufpassen. So, jetzt hier ein bisschen, seht ihr, ist jede Menge von dem Bremsstaub drin. Dann nimmt er die neuen Belege. Und die müssen jetzt ein bisschen eingeschmiert werden. Ich benutze hier so eine keramische Paste, ihr könnt natürlich auch eine Bremsenpaste oder hier ist eine Stahlbremse, könnt ihr auch noch Kupferfett benutzen. Den Belag, der vom Kolben gedrückt wird, fertig auf der Kolbenseite und jedes Mal die Führungen. Achtet aber darauf, dass keine Paste auf den Belag kommt. Hier die Rückseite, wo der Kolben drückt. Da muss er nämlich schön arbeiten können, wenn die Bremse langsam wieder verschleißt. Einsetzen müsst ihr jetzt darauf achten, dass diese Feder hier innen liegt und nicht ein Teil durchrutscht. Das kontrollieren wir nachher auch nochmal. So, das heißt, ihr setzt jetzt die Feder, hier ist sie schon durchgerutscht, also so sind wir falsch. Die setzt ihr hier so an und dann drückt er den Belag hier rein und das war es eigentlich schon. Unachtsam wart wie ich, dann macht er das mit ein bisschen Bremsenreiniger weg. Die Belege sind auf beiden Seiten identisch. Müsst ihr aufpassen, ist nicht bei allen Bremsen der Fall, aber hier ist kein Problem. Und die sind auch schon hier schräg. Das heißt, ich brauche sie nicht anfassen. Den Belag von der anderen Seite fetten wir natürlich wieder an den Führungen. Und der drückt aber jetzt nicht in der Mitte, sondern an 2 Streifen hier. Also fetten wir an den Stellen. Und dieser Bereich. Und ein bisschen die Führungen. Gleiche Nummer, die Reibseite kommt natürlich nach innen, die geschmierte Seite, da wo es drückt, und die Feder darf nicht durchrutschen. Das heißt mittig ansetzen, bisschen unter die Führung drücken und dann rutscht er irgendwann rein. Jetzt ist er schon drin und wir können ihn komplett zurückdrücken. Wir müssen schön parallel sitzen und hier muss Platz für die Scheibe sein. Bevor wir den Sattel montieren, gehen wir noch mit ein bisschen Bremsenreiniger über die Scheibe. Das ist eine lackierte Scheibe, die ist nicht gefettet, da genügt einmal drüber. Wenn ihr eine gefettete Scheibe bekommt, müsst ihr natürlich wesentlich mehr putzen. Wenn ihr das alles gemacht habt, setzt ihr den Sattel einfach hier wieder auf. Kiste weg. Wenn die erste drin ist, sucht er die zweite. Mal die
wohl fest. Okay. Gut. Die Halteschrauben vom Träger bekommen bei VW 105 Newtonmeter. Und 105 Newtonmeter. Das gleiche an der oberen Schraube. Und 105 Newtonmeter. Jetzt sitzt der Sattel wieder. Jetzt dürft ihr den Bremsschlauch nicht vergessen, und damit er ein bisschen besser in seine Halterung flutscht, also das alte Gummi, machen wir hier ein bisschen Glycerin drauf. Dann drücken, schön ansetzen und rein. Perfekt. Bremse ist wieder gesichert, kann nichts passieren. Da wir ja die Kolben komplett zurückgefahren haben, sind die Beläge jetzt nicht an der Scheibe. Ich gehe jetzt deshalb in den Innenraum und drücke ein paar Mal die Bremse. Das nennt man Anbremsen. Beim ersten Mal geht das Pedal unter Umständen ein bisschen weiter zurück. Beim zweiten oder dritten müsst ihr einen definierten Bruchpunkt haben. Die Bremse steht wunderbar. Die Bremse ist soweit fertig. Jetzt können wir das Rad wieder draufsetzen. Ich merke mir jetzt ungefähr, wo die Löcher für die Bolzen sind. Und mit dem Rad muss ich jetzt so zielen, dass ich es treffe. Draufsetzen, ungefähr in der Position drauf. Unten halten mit dem Fuß, oben nimmt dann Schraubenzieher. Sucht, ob das Loch passt, sieht gut aus. Radbolzen rein und gut ist. Das Rad wird ein bisschen fest und drückt die Schrauben mal über Kreuz so weit zu, wie es in der Stellung geht. Jetzt kann der Golf wieder langsam auf seine Rädchen zurück. Anzugsmoment für die Alufelgen ist 110 bis 120 Newtonmeter. Einmal, auch wieder schön über Kreuz. Zweimal, dreimal und viermal. Wenn der Golf waagrecht auf den Rädern steht und die Bremsen angebremst sind, dann kontrolliert er nochmal die Bremsflüssigkeit. Die steht hier über Maximum, also müssen wir ein bisschen entfernen. Ich benutze zum Ablassen der Bremsflüssigkeit hier oben immer eine Spritze. Bremsflüssigkeit ist giftig und aggressiv, die müsst ihr der Entsorgung zuführen. Jetzt passt der Level, also Deckel drauf und Feierabend. So, das war jetzt die eine Seite. Ich muss noch die andere machen, aber das wisst ihr ja schon, wie es geht. Ihr habt gesehen, der Wechsel der Bremsscheiben und Beläge ist bei diesem Auto eigentlich ganz einfach. Allerdings dürft ihr nicht vergessen, Bremsen sind sicherheitsrelevante Teile. Das heißt, wenn ihr euch nicht sicher seid, was ihr tut, fragt nachher jemand, der drüber schaut, oder geht zum Bremsentest in die Werkstatt. Auf Wiedersehen im nächsten Video.